Dieses Mal habe ich ein echtes Highlight vor der Linse. Eine Uhr, alle Funktionen. Die neue Zenit Chronomaster Original Triple Calendar zeigt neben der Uhrzeit nicht nur Tag, Monat, Datum und die aktuelle Mondphase an, sondern ist auch ein kompletter Chronograph, der dank Unruhefrequenz von 36.000 Amplituden pro Stunde und angepasstem Räderwerk sogar Zehntelsekunden anzeigt. Wir haben für das Video mit Zenit kooperiert und können euch die Neuheit darum auch direkt zum Launch zeigen. Während andere Uhrenfreunde nichts über Ablesbarkeit und aufgeräumte Zifferblätter stellen, kann es für mich eigentlich nicht kompliziert genug auf dem Zifferblatt zugehen. Na gut, die Skalen, Zeiger und Funktionen sollten schon Sinn und Zweck haben. Zum Glück ist es Zenit bei der neuen Chronomaster Original Triple Calendar aber gelungen, sogar noch den unverkennbaren und super ablesbaren Stil der Chronomaster-Reihe beizubehalten. Die Uhr erinnert mich technisch direkt an die Chronomaster Sport, die wir vor 2 Jahren auch schon in einem Video vorgestellt haben und die das Prinzip der Zehntelsekunden bei Zenit-Chronographen eingeführt hat. Im Vergleich bietet das neue Modell aber nicht nur zusätzliche Funktionen, sondern wirkt durch die Stahllünette und die vergoldeten Zeiger auch deutlich eleganter. Auch bei den Abmessungen von 38 mm im Durchmesser und 12,5 mm in der Höhe bleibt das Modell deutlich klassischer als die Chronomaster Sport mit 41 mm Durchmesser. Noch mehr orientiert sich das Design nämlich an der Chronomaster Original, die das gleiche Uhrwerk wie die Chronomaster Sport verwendet, sich aber mehr am historischen Vorbild orientiert. Das Werk ist dabei natürlich ein echtes Manufakturwerk und wird in der Zenit-Manufaktur zusammengebaut. Für jeden, der es nicht weiß, El Primero heißt das erste und bezeichnet ein legendäres Chronographenkaliber von Zenit, das vor knapp 55 Jahren als erstes automatisches Chronographenwerk vorgestellt wurde. Zenit hat sich seitdem ein Image als echter Chronographenexperte aufgebaut. Eine Version des El Primero trieb noch bis zum Jahre 2000 die Rolex Daytona an. Natürlich wurden die Werke seitdem immer weiterentwickelt. Das neue Kaliber 3610 in dieser Uhr basiert auch tatsächlich auf dem El Primero 3600 der Chronomaster Sport und Original. Dementsprechend hat die Chronomaster Original Triple Calendar eine zentrale Stoppsekunde, die innerhalb von 10 Sekunden eine gesamte Umrundung des Zifferblatts vollführt. Durch eine entsprechende Skalierung auf dem Rehaut lassen sich dadurch Zehntelsekunden tatsächlich stoppen und ablesen. Bei einem mechanischen Chronographen sieht so ein schneller Zeiger dann auch nicht nur cool aus, wie bei der Skyline Skeleton aus dem letzten Jahr, sondern ist auch ein wirklicher Mehrwert. Okay, klar, die Reaktionszeit des Nutzers ist beim Stoppen mit einer mechanischen Uhr wahrscheinlich ausschlaggebender als die Genauigkeit auf eine Zehntelsekunde. Aber es geht ja darum, was die Uhr kann. Das mit den Zehntelsekunden klappt dabei auch nur, weil das EP3610 mit einer erhöhten Unruhefrequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde, also 5 Hertz arbeitet und damit auch auf 10 Zeigerschritte pro Sekunde kommt. Zusätzlich zur schnellen Stoppsekunde startet mit Einklinken der Chronographengruppe auch der Zeiger im rechten Totalisator, wo die Sekunden im gewohnten 60er-Format mitlaufen. Das ist wichtig, damit man zusätzlich zur Zehntelsekunde auch die vollen gestoppten Sekunden ablesen kann. Bei Zurückstellen des Chronographen springt also auch die Sekundenanzeige im rechten Hilfszifferblatt zurück. Ist also nicht zu verwechseln mit der permanenten kleinen Sekunde auf der linken Zifferblattseite. Zum Chronographen gehört zusätzlich noch die Anzeige über der 6 Uhr Position, an der bis zu 60 gestoppte Minuten abgelesen werden können. Integriert im Minutenzähler ist bei der Zenit Chronomaster Original Triple Calendar noch eine zusätzliche Mondphasenanzeige. Die Scheibe mit blauem Strichschliff ist neben dem goldfarbenen Mond auch mit kleinen Sternen verziert. Die Anzeige des Datums erfolgt über das Sichtfenster zwischen der 4 und 5 und wird durch Wochentag und Monat neben den Stundenmarkern für 8 bzw. 2 Uhr ergänzt. Da die Positionen offensichtlich uhrwerkstechnisch vorgegeben sind, wurden die Stundenmarker entsprechend angeschnitten und die Minuterie am Datum unterbrochen. Ein nettes Detail ist aber, dass die Skala am Rand des Datumfensters nachgetragen wurde. Hier wurde wirklich Wert auf die Funktionalität gelegt. Für eine Uhr mit Präzisionsanspruch bis in die Zehntelsekunde wäre alles andere aber auch ein echter Fauxpas gewesen.
Zwar ist das verbaute Kaliber El Primero 3610 kein ewiger Kalender, kann also nicht zwischen Monaten mit 30 oder 31 Tagen unterscheiden. Alles andere hätte mich in der Preisklasse allerdings auch überrascht. Die vergoldeten Zeiger werden durch den vergoldeten Zenitstern und natürlich die Stundenmarker ergänzt, welche mit Superluminova belegt sind und auch entsprechend nachleuchten. All das passiert unter dem aufwendigen Saphir-Boxglas, welches die klassischen Plexigläser von Vintage-Uhren nachahmt, ohne auf die verbesserten Eigenschaften bezüglich Kratzfestigkeit und Langlebigkeit zu verzichten. Mit einem Durchmesser von 38 mm macht das Gehäuse am durchschnittlichen Herrenhandgelenk jedenfalls eine gute Figur. Bei mir beträgt der Umfang 17,5 cm. Das Gehäuse und das passende dreireihige Gliederband bieten durch die abwechselnd satinierten und polierten Flächen genau das, was man von einer Luxusuhr erwarten kann. Die Schließe ist mit einem Sicherheitsüberwurf mit Zenitstern ausgestattet und bietet leider keine Feinverstellung auf Knopfdruck. Immerhin jedoch gibt es 5 verschiedene Rastlöcher, um das Armband um etwas mehr als ein Glied zu verkürzen bzw. zu verlängern. Durch die Komplexität des Uhrwerks erwartet man eine gewisse Bauhöhe von Werk und Gehäuse. Dass letztere mit 12,5 mm trotzdem erstaunlich gering ausfällt, ist ein großer Pluspunkt für den Tragekomfort. Und dass die Rückseite über ein Sichtfenster verfügt, habt ihr ja bereits mitbekommen. Das Uhrwerk jedenfalls ist das absolute Highlight dieses Chronographen, denn es ermöglicht nicht nur die bereits erklärten Anzeigen und Funktionen der Uhr, sondern ist obendrein auch noch schön anzusehen. Besonders das Schaltrad zur Steuerung der Chronographenfunktionen, die strichgeschliffenen Werksteile und gebläuten Schrauben machen der Legende Zenit alle Ehre. Dank skelettiertem Rotor mit Zenit-Logo kann man auch wirklich viel am laufenden Manufakturwerk entdecken. Etwa das Einklinken der Chronographengruppe mit horizontaler Räderkupplung oder ganz klassisch die Unruh- und Hemmungskomponenten. Anker und Ankerrad bestehen dabei übrigens aus amagnetischem Silizium. Neben dieser Fähigkeit ist das Material in der Uhrmacherei außerdem wegen seiner geringen Größenänderung bei unterschiedlichen Temperaturen beliebt. Der Chronomaster Original Triple Calendar kommt vorerst in 2 Varianten auf den Markt, die sich lediglich bei der Zifferblattfarbe voneinander unterscheiden. Die Stahluhr gibt es dementsprechend mit Zifferblatt in Grau oder Weiß wie hier und mit kontrastierenden Details und Totalisatoren in Weiß bzw. Schwarz. Die Varianten fügen sich entsprechend ihrer erweiterten Komplexität über den angesprochenen Chronomaster Sport und Original Modellen ins Preisgefüge von Zenit ein. Der Preis am Stahlarmband liegt bei 14.500 €, während die Version am Lederband 14.000 € kostet. In der Beschreibung findet ihr einen Link, der euch direkt zu Zenit und den Uhrenmodellen bringt. Schaut euch ansonsten auch gerne unsere anderen Videos an. Außerdem den Daumen nach oben und das Abo nicht vergessen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.